Hallo, ich habe mir die Aussage vom Mediensammler angeschaut, von seinem letzten Video. Und es sind ja so viele Aussagen in dem Video und ich habe mir auch da, ja, natürlich das angehört und so. Und klar, dass er eigentlich die Lust zum Kaufen verliert, wenn er immer so Masse kauft, ja, dann kommt er in finanzielle Not. Ja, weil er immer so Masse kauft und Filme, dann verliert man halt die Lust irgendwie und Spaß an der Sache, weil da nur der Druck da ist, man muss ja das alles mal anschauen. Ja. Dann der finanzielle Druck und irgendwann willst du auch nicht mehr kaufen, wenn du immer so gewaltige Masse kaufst. Und von daher, ich finde immer es ist besser, man kauft es eine ganz kleine Menge, dann kommt so wie gerade noch Geld übrig ist, ja, weil das andere ist wichtiger, intakte Wohnung, dass Küche alles funktionsfähig ist zum Beispiel, dass man Lebensmittel hat, dass man die laufenden Kosten abdeckt, dass man etc. hat. Und wenn man Geld übrig hat, dann kann man sich auch dann seinem Hobby frönen und dann feuerfrei ein paar Filme kaufen oder einen Film kaufen. Und da finde ich halt, das ist eine geringe Menge Filme besser fürs Budget. Ja, ja, und auch es macht auch viel mehr Spaß zum Anschauen und man kann das auch nachschauen besser. Und es macht zum Sammler mehr Spaß, wie wenn man immer immer eine kleine Menge kauft, anstatt so riese Menge immer. Ja, weil dann wird das Sammelfieber mehr angeregt. Wenn man mal einen kauft oder mal ein paar Stück kauft, für Sammelfieber finde ich das besser. Also, das ist schon so ein kleiner Tipp am Rande. Und selbst wenn ich geschenkt werde, stell mir vor, einer der mir 200 Filme schenken, ja, wo alle meine Traumfilme drin sind, die Person mir nicht unbedingt den Gefallen da, ja, weil hätte schon alles auf einmal. Aber wenn man so peu à peu seine Sammlung erweitert, dann macht es doch mehr Spaß und das tut damit, da kann man auch Lebensgeschichte damit sammeln, weil man damit auch Begegnungen hat oder irgendwelche Sachen passiert und dann kann man den Film zum Beispiel mit der Sache verknüpfen, was in dem Moment passiert ist. Irgendwo einkauft im Laden, irgendwelche Menschen begegnet oder irgendwo Filmbörse oder jetzt in dem Fall wird heute von Amazon hat mir einer einen Film gebracht und ich habe dem 2 Euro drin gegeben, der hat sich so gefreut und so. Ja. Und von daher, ich persönlich sage halt, ein Wind, ich persönlich sage halt, das ist immer besser, man tut immer ein bisschen was dazu kaufen, dass man immer mordsfrei bei der Sache hat und auch das mit der Lebenserfahrung verknüpft, was bei dem Kauf zum Beispiel passiert ist. Ja. Ja, zum Beispiel habe ich auch mal beim Drücker Grünmüller gekauft, habe eine Frau getroffen, die war auch Filmfan und man hat sich da austauscht und so. Filmbörsen ist auch immer so ein Highlight, wenn man mal nachkommt. Oder irgendwas, oder im Flohmarkt, da irgendwelche Abenteuer erlebt. Oder jetzt gerade auch, ich habe ihm 2 Euro gegeben, der hat sich so drüber gefreut über 2 Euro. Und das war ein netter Treffen. Und ja, wenn jeder 2 Euro denen geben hätte, die hart arbeitende Arbeiter, das heißt ja, zu Amazon und DHL und so, dass man denen ihre harte Arbeit auch dementsprechend würdigt, da wäre viel Gutes getan, finde ich. Ja. So, aus dem Maus, Mickey Mouse, das ist meine Meinung. Ich finde halt, ja gut, wenn du auf einer Filmbörse bist und kaufst mal, ist ein Highlight, du kaufst da halt dann du kannst ja mal so mal mehrere kaufen, ja? Aber so grundsätzlich so im Alltag, wenn du da immer so die mega Portion an Film kaufst, wird da irgendwann die Lust vergangen, weil das finanziell erstmal nicht stemmbar ist. Da steht ein Stress, mit Nachschau hast du einen Stress und das ist halt
fürs Filmherz immer besser, jetzt so Alltag bezogen, wenn quasi immer so eine kleine Menge kaufst. So. Klar, in der Filmbranche ist ja noch ein anderer Zustand. Da kaufst du halt mal ein Monsterpaket und manchmal der Rucksack voll, wenn man an der Quelle der Macht bist. Aber das sind halt so Ausnahmezustände, weil Filmbörse ist ja für uns Filmsammler ja wie wohl Disneyland. Ja.